Manchmal möchte man sein Wissen organisieren. Verstreute Notizen, unzählige Lesezeichen, Konfigurationssnippets oder Teile von Dokumentationen können irgendwo auf der Festplatte verloren gehen. Was wäre, wenn man eine zentrale und private Wissensdatenbank hätte? Genau das machen wir heute. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du Bookstack, eine Open-Source-Wiki-Software, auf deinem eigenen Server installierst. Und das Ganze natürlich wie immer einfach und effizient mit Docker und Docker Compose. Am Ende des Videos hast du deine eigene organisierte Wissensdatenbank am Laufen. Bevor wir loslegen, müssen wir erklären, was wir brauchen. Zunächst einmal wird ein Server gebraucht. Das kann ein VPS sein. Wie du einen sicher aufsetzt, siehst du in einem meiner anderen Videos. Aber es kann hier auch ein lokaler Server sein, wie ein Raspberry Pi oder irgendwie sowas wie ein Synology NAS. In diesem Video nutze ich ein VPS, in diesem Video nutze ich Hetzner. Das heißt, ich besuche die Seite von Hetzner und logge mich hier in meine Konsole ein und hier kann ich einen Server erstellen. Falls ihr Neukunde seid bei Hetzner, könnt ihr meinen Affiliate-Link benutzen, dann kriegt ihr ein Startguthaben in Höhe von 20 €. Ich erstelle hier einen neuen Server, ich drücke auf den Standort Nürnberg. Ich möchte, dass Ubuntu 24 installiert wird. Ich möchte eine Shared vCPU haben und zwar reicht mir hier der kleine Server der CX22 aus. Beim Networking lasse ich die öffentliche IPv4-Adresse an. Das lasse ich alles leer und hier bei Cloud Init kann man eine Konfiguration festlegen, bevor der Server startet. Ich gehe zu deployen.de und gehe zu Hetzner Cloud Init. Das ist zu finden unter Hetzner Cloud Init. Und ich wähle aus, ich habe einen Ubuntu-Server. Die Zeitzone ist Europe Berlin. Ich kann hier einen Hostnamen festlegen, wenn ich möchte. Und ich möchte, dass der Benutzer Deployen erstellt wird. Und ich brauche einen SSH-Key. Wie man den erstellt, zeige ich in einem anderen Video. Und den SSH-Key kopiere ich und füge ihn hier ein. Ich brauche keine Zusatzprogramme. Was ich aber auswähle, ist, dass ich gerne hätte, dass Docker installiert wird. Das lasse ich alles so. Hier drücke ich, dass TCP-Forwarding erlaubt sein soll für VS Code. Fail to ban und die Uncomplicated Firewall brauche ich nicht. Das lasse ich alles so an und ich drücke auf Kopieren. Und diese Cloud Init füge ich hier ein und ich erstelle den Server. Mit der Erstellung des Servers habe ich auch eine öffentliche IP-Adresse bekommen. Falls ich am Ende des Tages eine Domain nutzen möchte, dann sollte ich jetzt dafür sorgen, dass diese Domain auf meinen Server zeigt. Wenn ich eine Domain damit verbinde, kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis die Domain wirklich auf diesen Server zeigt. Ich öffne jetzt ein Terminal und verbinde mich mit dem Server mit SSH, deployen, add, IP-Adresse des Servers. Und jetzt bin ich mit dem Server verbunden. Nachdem ich mich einmal mit dem Server über das Terminal verbunden habe, kann ich auch stattdessen VS Code nutzen. Wichtig ist aber, dass ich hier das erste Mal mit dem Terminal mich einmal verbunden habe. Jetzt kann ich VS Code öffnen. Falls ihr mehr zur Einrichtung von VS Code erfahren möchtet, könnt ihr euch gerne mein anderes Video dazu ansehen. Ich drücke in VS Code auf diese Schaltfläche Open a Remote Window und drücke auf Connect Current Window to Host. Und auch hier gebe ich ein Deployen, Add und dann die IP-Adresse des Servers. Jetzt versuche ich mich zu verbinden. Ich sage, dass ich einen Linux-Server habe. Und jetzt sehe ich hier, ich bin mit dem Terminal verbunden und kann hier drücken auf Open Folder. Und ich kann den Ordner Home Deployen öffnen. Ich wähle nochmal aus, dass ich einen Linux-Server habe. Hier wähle ich diesen Haken und drücke auf Yes. Und jetzt bin ich mit dem Server verbunden und kann hier Befehle an den Server schicken. Mein Skript sollte Docker installiert sein. Das heißt, ich gebe ein Docker Version und ich sehe, ich habe die Version 28.3.3 installiert. Das heißt, ich kann jetzt hier mit der Installation von Bookstack fortfahren. An dieser Stelle erstelle ich mir einen Ordner für Bookstack und ich packe eine compose.yaml
in diesen Ordner. Also jetzt sehe ich hier im Ordner Bookstack ist die Datei compose.yaml und die muss ich auch irgendwie befüllen. Das, was ich mache, ist Bookstack von Linux Server zu benutzen. Also suche ich nach Bookstack Linux Server und gehe hier zu dieser Seite und hier wird beschrieben, wie man das Ganze installieren kann. Ich kopiere mir hier die Docker Compose und füge sie hier ein. Diese 3 Striche hier entferne ich und es wird hier das Image Linux Server Bookstack benutzt. Was ich machen möchte, ist zunächst einmal zu GitHub zu gehen und ich sehe hier das Package Bookstack. Und hier im Package Bookstack sehe ich die verschiedenen Tags, die mir zur Verfügung stehen. Das heißt also, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich sehe hier bei den Releases verschiedene Releases von Bookstack und was sich alles geändert hat. Ich kann mir auch bei Bookstack noch genauer angucken, was sich in den Releases geändert hat. Also hier sehe ich zum Beispiel Bookstack Version 25.05 und hier gab es dann 25.07 und diese Änderungen sind dazugekommen. Ich möchte nicht den Tag Latest benutzen, sondern ich gehe zu den Packages. Und was ich jetzt mache, ist die Version 25.05.2 zu benutzen, damit ich dann auch gleich zeigen kann, wie man die App einfach updaten kann. Das heißt also, hier schreibe ich hin 25.05.02 und das Ganze speichere ich ab. Jetzt muss ich mich um die Umgebungsvariablen kümmern. Ich habe hier die Umgebungsvariable für Personal User ID und Personal Gruppen ID. Dazu gebe ich im Terminal ein ID und ich sehe hier 2 Nummern. Einmal die User ID und die Gruppen ID. Bei mir ist es jetzt hier unten 1000, deshalb kann ich hier die 1000 da lassen. Ansonsten müsste ich diese Zahlen hier anpassen. Hier die Zeitzone ändere ich auf Europe/Berlin. Wenn man in Deutschland wohnt, ist das hier die richtige Zeitzone. Bei URL muss ich eintragen, wie die URL ist, mit der ich auf Bookstack zugreifen möchte. Also was ich hier eingeben kann, ist HTTP, Doppelpunkt, dann die IP-Adresse meines Servers und den Port 6875. Ich kann aber genauso gut hier auch bei Ports einen anderen Port nutzen. Zum Beispiel kann ich hier eingeben 6870 und müsste das hier auch anpassen. Dann brauche ich einen App-Key und den App-Key kann ich generieren, indem ich diesen Befehl hier ausführe. Docker run -it remove entry point bin bash und dann möchte ich den Befehl App-Key ausführen. Ich kopiere mir den Befehl und füge ihn hier ein und es hat nicht geklappt, weil ich muss das Ganze mit sudo ausführen. Also gebe ich ein sudo Ausrufezeichen und jetzt wird das Image heruntergeladen und das kann je nach Server ein bisschen dauern. Und hier habe ich jetzt einen Schlüssel bekommen, das kopiere ich mir und füge das Ganze hier ein. Als nächstes brauche ich hier einen DB-Host, DB-Port, DB-Username, DB-Passwort und DB-Database. Was ich dazu mache, ist hier noch als zweiten Service eine Bookstack-Datenbank hinzuzufügen. Das heißt also, ich gehe zu Docker Hub und suche nach MySQL, beziehungsweise eigentlich möchte ich MariaDB benutzen. Also ich suche nach MariaDB und zwar möchte ich MariaDB in der Version 11 benutzen. Das heißt, ich gebe ein MariaDB Doppelpunkt 11. Der Name für den Container ist BookstackDB, aber bei MariaDB lege ich jetzt hier fest, MariaDB unterstrich User ist gleich Bookstack, MariaDB Passwort ist irgendein Passwort, dann gibt es noch MariaDB Database, beziehungsweise es gibt noch ein Root-Passwort und die MariaDB Database. Was ich dann auch noch brauche, ist mein Volume, und zwar speichert der Container das im Pfad var-lib MySQL. Ich möchte das Ganze speichern im Pfad /db. Das heißt, ich muss hier im Bookstack-Ordner
auch noch den Ordner DB erstellen und dort sollen die Daten meiner Datenbank gespeichert werden. Was ich jetzt hier machen muss, ist einzugeben, dass mein DB-Host bookstack-db heißt. Mein Username ist bookstack. Mein Passwort ist yourpassword hier. Und mein DB-Database ist auch bookstack. Das kann ich jetzt hier abspeichern. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Was ich auch noch machen kann, ist hier an beide Container ein Netzwerk anzufügen. Networks und ich gebe ein Internal. Hier auch Networks Internal und dann definiere ich die Netzwerke und ich sage Internal ist External False. Und das reicht schon, das speichere ich so ab. Gucken wir jetzt nochmal an, ob irgendwas fehlt. Ich kann auch hier bei Linux-Server nochmal gucken, ob ich hier irgendwas brauche. Ja, ich habe hier den Config-Ordner, den habe ich fast vergessen einzurichten. Ich möchte, dass meine Config im Ordner Config gespeichert wird. Also erstelle ich hier im Ordner Bookstack auch noch den Ordner, den nenne ich Config. Ansonsten ist hier alles jetzt für dieses Setup irrelevant. Das heißt, was ich jetzt mache, ich muss jetzt mich in den Ordner Bookstack bewegen. Jetzt kann ich eingeben sudo docker compose up-d. Und jetzt werden die Images heruntergeladen und ich bekomme einen Fehler, dass das Manifest unbekannt ist. Also das hier ist so nicht erlaubt. Ich gucke jetzt nochmal in die Packages. Ich sehe hier 25.05.2. Ich habe hier 02 eingegeben, das heißt diesen Tag, den gab es nicht. Jetzt speichere ich das Ganze nochmal ohne die 0 und versuche das Ganze nochmal auszuführen. Diesmal werden die Images heruntergeladen. Und die Container sind, glaube ich, gestartet. Nehmen das mal kurz hier. Und was ich hier versuchen kann, ist einzugeben sudo docker compose logs. Und dann sehe ich hier, ob irgendwas ungewöhnlich ist. Aber was ich jetzt mache, ist versuchen, die IP-Adresse aufzurufen mit dem Port 6870 und ich lande hier unter Bookstack. Ich versuche mich anzumelden. Ich glaube, standardmäßig kann man sich anmelden mit admin@admin.com und dem Passwort. Aus Sicherheitsgründen sollte man das vielleicht auch mal ändern. Ich gehe jetzt hier in meinen Account und ich sehe hier Admin. Okay, aber wo ist mein Passwort? Hier ist mein Passwort und ich kann jetzt hier ein anderes Passwort eingeben. Jetzt drücke ich auf Update und jetzt ist das Passwort gespeichert. Jetzt sehe ich auch hier in der Config-Datei habe ich hier meine Konfiguration. Was ich jetzt aber wissen möchte, ist, ob die Datenbank wirklich irgendwas gespeichert hat. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich stoppe noch einmal die Container. Ich gebe hier ein sudo docker compose down. Jetzt gebe ich wieder ein up-d. Jetzt ist der Container neu gestartet. Ich lade die Seite nochmal neu. Jetzt melde ich mich wieder an mit admin@admin.com und jetzt meinem neuen Passwort. Und es hat geklappt. Und das spricht dafür, dass die Einstellungen auch wirklich gespeichert werden. Jetzt kann ich mir hier angucken. Unter Bookstack sehe ich meine Books und unter Books kann ich ein neues Buch erstellen und sagen, worüber ich schreiben möchte. Zum Beispiel möchte ich eine Dokumentation über Bookstack erstellen. Anleitung, wie man Bookstack installiert. Und jetzt speichere ich dieses Buch. Und jetzt kann ich in diesem Bookstack-Buch neue Seiten hinzufügen. Ich habe hier einen Rich-Text-Generator. Ich mache das mal groß und kann hier irgendwas reinschreiben und die Seite auch speichern. Ich kann hier in einen Markdown-Editor wechseln oder halt in den What you see is what you get Editor. Hier kann ich Page-Tags hinzufügen, Anhänge hinzufügen. Ich kann diese Seite zu einem Template machen. Ich könnte Comments hinzufügen. Und das Ganze läuft auch sehr gut, wenn man mehrere Profile hinzufügt. Unter den Settings sehe ich hier Users und kann hier weitere User hinzufügen. Also unter Add New User kann ich dann
über Name und E-Mail neuen User hinzufügen und kann sagen, er ist ein Editor beispielsweise. Oder hier auch noch weitere Rollen hinzufügen. Der Editor darf zum Beispiel Content exportieren und dann steht hier, was er alles im Genauen machen darf. Hier sehe ich einen Audit-Log. Ich kann Bookstack customisieren, hier die Farben ändern und so weiter. Und jetzt sehe ich hier mein Buch Bookstack und kann hier auf der Seite hinzufügen. Ich ändere mal hier. Ich kann jetzt hier auch über Markdown schreiben. Und jetzt speichere ich diese Seite. Jetzt habe ich die Seite und ich bearbeite nochmal die Seite und lösche hier die Überschrift, damit es nicht doppelt ist. Und jetzt kann ich sagen, okay, in dem Buch Bookstack ist hier das Kapitel Docker Compose. Ja, ich kann hier auch Kapitel hinzufügen, um das Ganze voneinander zu trennen und kann jetzt hier eine neue Seite hinzufügen und sagen, okay, wie kann ich zum Beispiel das Ganze updaten? Und dann schreibe ich hier in eine Anleitung, wie man Bookstack updaten kann. Und das speichere ich. So hat man am Ende einen Knowledge Base, kann das Ganze hier auch kommentieren, kann sich die Revisionen angucken, also was sich wann geändert hat. Das heißt, man verliert auch nicht irgendwie irgendeinen Status und kann dann am Ende Bücherregale anlegen. Und so kann man sehr gut Dokumentation schreiben oder halt ein Wissensmanagement mit seinen Kollegen zusammenführen. Das funktioniert deutlich besser, als zusammen Anleitungen in Word-Dokumenten oder sowas zu schreiben. So, jetzt möchte ich das Ganze updaten. Und was ich dazu machen kann, ist jetzt hier in meine compose.yaml zu gehen. Und das Einzige, was ich machen muss, ist zu gucken, wie heißt der Tag, der jetzt am neuesten ist. Und das ist hier 2507 2025 0730. Also diesen Tag hier, den kopiere ich mir und ich füge ihn hier ein. Okay, jetzt habe ich den Tag geändert. Das ist jetzt mein neuer Tag. Ich gebe hier im Terminal ein sudo docker compose pull. Damit wird das neue Image heruntergeladen. Also das neueste Image war schon heruntergeladen. Und was ich machen sollte, ist bei Bookstack zu gucken, steht jetzt hier in der Version 25.07, dass ich auf irgendwas besonders achten muss. Das sehe ich jetzt hier nicht. Wahrscheinlich wäre das der Fall, wenn ich von der Version 25 auf die Version 26 upgraden würde. Also wir können uns jetzt hier angucken, von Version 24 auf Version 25, ob es da einen Change gab, auf den man besonders achten muss. Und hier seht ihr Upgrade Notices. Also hier wurde zum Beispiel die Supported PHP-Version ist höher gegangen. Das heißt, falls man in seinem Docker-Container die falsche Version benutzt, was nicht der Fall sein sollte, dann müsste man irgendwas machen. Das heißt, auf sowas solltet ihr immer ein bisschen achten, was hier so drin steht. Aber hier jetzt gerade in Version 25.07 ist nichts Aufregendes passiert quasi. Das heißt, ich habe das jetzt heruntergeladen. Was ich jetzt machen kann, ist den Container zu stoppen und gleich wieder zu starten. Und dann ist Bookstack in der neuesten Version verfügbar. Jetzt lade ich das nochmal neu. Das dauert jetzt ein bisschen. Jetzt muss ich mich wieder anmelden. Irgendwo sehe ich auch, Bookstack ist in der Version 25.07 jetzt installiert. Und das ist halt die neueste Version. Insgesamt ist es einfach ein sehr praktisches Tool, meiner Meinung nach. So, dann muss ich einmal darauf achten, wenn ich jetzt mehrere Images heruntergeladen habe, kann ich unter sudo docker images ls gucken, es heißt image ls, sehe ich, was für Images ich heruntergeladen habe. Und jetzt sehe ich hier bei mir, dass ich dreimal das Image Bookstack heruntergeladen habe und zweimal MariaDB. Und die nehmen alle Speicherplatz weg. Das heißt, ich kann jetzt Images auch wieder löschen. Und normalerweise, wenn eins dieser Images den Tag None bekommen würde,
Dann könnte ich es löschen, indem ich eingebe sudo docker image prune. Aber bei mir macht das nichts, weil keins meiner Images hat den Tag none. Was ich auch machen kann, ist hier einzugeben image und dann rm für remove und dann die Image ID einzugeben. Also zum Beispiel BEE B8. Das ist der Anfang von diesem Image hier. Wenn ich das ausführe, dann wurde MariaDB 11.4 gelöscht. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir wieder die Images angucke, sehe ich, MariaDB 11.4 ist weg. Was ich aber auch machen kann, ist einzugeben image prune und dann den Parameter -a. Und damit lösche ich alle Images, die gerade nicht verwendet werden. So, und jetzt sehe ich, ich habe nur noch den Bookstack Latest und MariaDB 11. Warum habe ich den Bookstack Latest, weiß ich auch nicht so richtig, weil ich nutze hier kein Latest. Aber Latest und 2507 2025 0730 war genau das gleiche Image. Das heißt, das macht jetzt nichts, dass quasi das Falsche gelöscht wurde. Das einzige Problem ist, wenn ich jetzt den Container stoppe und dann wieder starte, wird wahrscheinlich wieder das Image irgendwie zugewiesen. Ja, jetzt ist es wieder da. Aber es verbraucht keinen extra Speicherplatz. Also muss man sich hier auch keine Sorgen machen. Nur dieses andere Image, das hat extra Speicherplatz verbraucht. Also da muss man halt ein bisschen drauf achten, dass man ab und zu seine Images auch wieder aufräumt. Was ich jetzt machen kann als letztes, wäre ein Reverse Proxy einzubinden. Das heißt, ich brauche eine Domain, die auf meinen Server zeigt. Ich kann das testen, indem ich eingebe ping und dann die Domain, die ich nutzen möchte. In meinem Fall ist es bookstack.pixam.de und ich sehe hier, diese IP-Adresse ist die IP-Adresse des Servers. Das heißt, ich kann hier mit der Konfiguration fortfahren und das heißt auch hier, ich gehe einen Schritt zurück und kann jetzt hier ein Reverse Proxy einrichten und das ist ein beliebiger. Ihr könnt euch zum Beispiel in meinem letzten Video angucken, wie man Zoraxi installiert oder den Nginx Proxy Manager. Ich nutze jetzt hier Caddy, weil das am schnellsten geht. Dazu erstelle ich den Ordner Caddy. Ich gehe mal zu Deployen, zu dieser Anleitung und gucke mir hier an, wie ich Caddy konfiguriert habe. Und jetzt gebe ich das hier ein. Das heißt, ich habe im Ordner Caddy den Ordner Config und den Ordner Data. Und dann, was ich auch noch mache, ist in den Ordner Caddy die Dateien Caddy-File und docker-compose.yaml hineinzulegen. In die docker-compose.yaml füge ich diesen Code hier ein. Und hier nutze ich ein Netzwerk. Das ist ein externes Netzwerk und heißt Proxy. Das heißt, das muss ich anlegen, indem ich eingebe sudo docker network create proxy. Das füge ich mal hier ein. So, jetzt habe ich das Netzwerk Proxy und meine Docker Compose YAML. Und was ich dann noch brauche, ist mein Caddy-File. Das heißt, ich gebe hier ein bookstack.pixam.de und es soll ein Reverse Proxy sein zu meinem Container Bookstack und dem Port, den ich brauche, das ist der Port 80. Also das ist der Port, der hier auf der rechten Seite steht. Hier ist Port 80. Was ich jetzt machen kann, sind hier die Ports auszukommentieren oder sie auch zu löschen. Ich lösche das jetzt mal, denn der Caddy-File habe ich das jetzt so gespeichert. Und was ich mache, ist, den Caddy-Container zu starten. Caddy wird heruntergeladen. In der Zeit gehe ich in die compose.yaml und was ich mache, ist hier beim Netzwerk das zweite Netzwerk hinzuzufügen, das Proxy heißt, und das hier unten auch noch zu definieren, indem ich sage Proxy external true und das Ganze speichere ich ab. Und was ich jetzt mache, ist mich in den Ordner Bookstack zu bewegen und einzugeben sudo docker compose down, um die Container zu stoppen und dann sudo docker compose up -d, aber bevor ich das ausführe, gehe ich nochmal in die compose.yaml und hier ändere ich meine App-URL
auf https://bookstack.pixam.de. Das speichere ich jetzt so ab. Und jetzt kann ich die Container starten. Jetzt sind sie gestartet. Jetzt kann ich den Container über den Port 6870 nicht mehr erreichen. Was ich stattdessen machen muss, ist einzugeben bookstack.pixam.de. Und jetzt sehe ich hier, ich kann mich hier anmelden. Und jetzt bin ich hier wieder angemeldet und habe ein Zertifikat bekommen und nutze jetzt HTTPS, um mich damit zu verbinden. Das sollte ich insbesondere dann machen, wenn die Seite öffentlich verfügbar ist. Wenn sie sich nur lokal in meinem Netzwerk befindet, ist das vielleicht nicht ganz so wichtig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, falls es irgendwelche Probleme gab oder ihr Erfahrungen mit Bookstack gesammelt habt. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.